Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um die Kastration und die Frage nach der Ernährung danach. Vielen Dank an Familie Herrmann und ihre britische Kurzhaardame Pebbles, die ihr übrigens hier im Hintergrund sehen könnt für diese Anregung. Falls ihr auch Fragen, Ideen zu Folgen oder Kritik habt, beziehungsweise eure Samtpfoten in einer Folge von uns sehen wollt, schickt uns gern alles per Mail oder WhatsApp und vergesst nicht, eure Namen und die Namen eurer Fellnasen mit hineinzuschreiben. Ihr habt den richtigen und wichtigen Entschluss gefasst, eure Samtpfote, egal ob Kater oder Katze, kastrieren zu lassen. Sehr gut, aber was kommt danach? Muss die Ernährung umgestellt werden? Was gilt es zu beachten bei der Futterauswahl? Diesen Fragen widmen wir uns aus gegebenem Anlass und versuchen Licht ins Dunkel der zahlreichen Ernährungsempfehlungen zu bringen. Kastrierte Tiere werden dick. Diese nach Schubladendenken klingende Aussage ist leider näher an der Wahrheit, als sich viele Tierhalter eingestehen möchten. Durch die Folgen des Eingriffs steigt der Appetit um 25% und der Energiebedarf sinkt um 30%. Dadurch nehmen Katzen und Kater 55% mehr Energie auf, als sie brauchen und nehmen zwangsläufig zu. Wir helfen euch mit unseren Empfehlungen weiter. Frisst die Hälfte, hilft nicht. Eure flauschigen Mitbewohner haben mehr Appetit und ihr wollt ihnen nun auch noch weniger Futter anbieten. Das funktioniert nicht, außer ihr habt so ein dickes Fell, dass auch die Bettelei eurer Vierbeiner euch völlig kalt lässt. Zum Glück gibt es Abhilfe in Form von speziellen Futtern, die auf die Bedürfnisse der kastrierten Schnuffelschnuten zugeschnitten sind. Dadurch wird nicht nur die gelieferte Energiemenge auf ein gesundes Maß reduziert und Katzi wird dennoch satt, sondern auch das Harnsteinrisiko wird reduziert. Oft ist L-Carnitin enthalten, um den schlummernden Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen. Mit hochwertigen Eiweißen wird die vorhandene Muskelmasse der Fellnasen erhalten. Zusätzlich sind oftmals Antioxidantien zum Zellschutz im Kastrationsfutter enthalten. Die Futterumstellung. Wie die Futterumstellung funktioniert, erklären wir euch noch einmal in Folge 25. Was ihr jedoch beachten solltet, ist rechtzeitig auf das neue Futter umzustellen. Da liegt der Zeitpunkt idealerweise eine Woche vor der Kastration. Berücksichtigt bitte immer auch eventuelle Snacks und Leckerlis, die es zwischendurch gibt. Auch die Scheibe Wurst schlägt sich unberücksichtigt auf die Hüften des Schnurris nieder, reduziert dann entsprechend die Futtermenge des Hauptfutters. Welches Futter soll's denn sein? Nicht nur bei menschlichen Lebensmitteln kann man bei den zusätzlichen modischen Begrifflichkeiten wie Light und Co. den Überblick verlieren. Beim Katzenfutter ist's mittlerweile leider auch so. Wir versuchen euch ein wenig aufzuklären. Light heißt nichts anderes, als dass dieses Futter im Vergleich zu anderen Futtern desselben Herstellers weniger Kalorien hat. Nicht immer stehen die Kalorien auch auf der Verpackung. Für die Fütterung nach der Kastration ist dieses Futter eher nicht empfehlenswert. In-Home, Perfect Fit und Co. Nicht immer ist hier die Kalorienmenge reduziert. Stattdessen wird häufig Wert gelegt auf Attribute wie die Verringerung der Haarballenbildung oder besseren Geruch nach dem Stuhlgang durch Zusätze wie Chicorée. Auch hier ist der Ansatz der Hersteller ein anderer als die optimale Versorgung der Katzen nach der Kastration. Neutered ist ein englischer Begriff und bedeutet zu Deutsch kastriert. Bei einem normalgewichtigen Tier ist dieses Futter optimal nach der Kastration. Leider ist dieser Begriff nicht geschützt, wie beispielsweise Diätfutter. Für Sicherheit sorgt eine Produktlinie wie beispielsweise Royal Canin Vet Care Nutrition, da dieses Futter über Tierärzte vertrieben wird. Diätfutter. Aufgrund des gesetzlich geschützten Begriffes Diätfutter muss erstens die Kalorienzahl angegeben sein und es ist zweitens grundsätzlich ein Alleinfutter. Hierbei wird noch einmal unterschieden in Reduktionsdiät und Gewichtserhalt. Bei der Reduktion nimmt das Tier ab und das Erhaltungsfutter sorgt anschließend dafür, dass es keine erneute Gewichtszunahme gibt. Es gibt verschiedene Diätfutter für den jeweiligen Diätzweck, beispielsweise für eine Harnsteindiät. Allerdings gibt es dieses Futter ausschließlich beim Tierarzt und nicht im Supermarkt. Um dennoch beim Futter auch im Supermarkt oder im Tierfachgeschäft die richtige Auswahl zu treffen, gilt als grober Richtwert, dass der Kaloriengehalt des neuen Futters 20–30% unter dem der ursprünglichen Futtersorte liegen sollte. Besonderes Augenmerk muss auf die Harnstein-Risikogruppe gelegt werden, denn besonders kastrierte und übergewichtige Kater der europäischen Kurzhaar- bzw. Perserkatze neigen zu entsprechenden Strohwit- bzw. Calciumoxalatsteinen.
Harnwegsinfekte und hormonelle Schwankungen infolge von Stress begünstigen durch ein saures Stoffwechselmilieu ebenfalls Calciumoxalatsteine. Daher haben wir für euch eine kleine Auswahl an Futtern zusammengestellt, die unserer Meinung nach und nach Würdigung der zuvor angeführten Sachlage geeignet sind für eine ausgewogene Ernährung nach der Kastration. Grundvoraussetzung für die Nutzung der Futtermittel als Alleinfuttermittel ist die ausreichende Bewegung und Flüssigkeitsaufnahme der Fellnasen. Fit, schlank und stressfrei können sie sowohl dem Übergewicht als auch den Harnsteinen trotzen. Royal Canin Neutered Weight Balance Vet Care Nutrition ist ein diätisches Nassfutter für Katzen nach der Kastration bis zum 7. Lebensjahr. Es hilft bei der Kontrolle der Gewichtszunahme und wirkt prophylaktisch gegen Blasensteine, sowohl gegen Strovit als auch Calciumoxalatsteine. Zu beachten ist hier unbedingt eine Fütterung dieses Futtermittels erst nach erfolgter Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt durchzuführen. Außerdem wird empfohlen, alle 6 Monate die Fellnase beim Tierarzt vorzustellen und entsprechende Kontrolluntersuchungen durchführen zu lassen. Royal Canin Neutered Young Male Vet Care Nutrition. Und dieses Futter gibt es auch nochmals als spezielle Variante für die Katze. Beide letztgenannten Futter sind Trockenfutter mit all ihren Vor-, aber auch Nachteilen. Grundsätzlich raten wir immer zur Nassfutter-Variante, um den ohnehin trinkfaulen Feliden zumindest über das Nassfutter entsprechend Wasser in ausreichender Menge zuzuführen. Daher zum Schluss noch eine Empfehlung für ein weiteres Nassfutter, welches aus unserer Sicht für kastrierte Katzen ebenfalls gut geeignet ist. Animonda vom Feinsten für kastrierte Katzen. Bietet gut verdauliche tierische Proteine, hat einen hohen Flüssigkeitsanteil und ist in der Variante Pute pur obendrein auch noch gut geeignet für empfindliche Katzen bei gleichzeitiger Kalorienreduktion. Und nach den ganzen Fütterungsempfehlungen noch ein praktischer Tipp. Nach der Kastration, gerade von Katern, ist ein Trichter am Hals meist obligatorisch. Damit er nicht ständig beim Füttern ab- und wieder angelegt werden muss, raten wir zu schweren Keramikfutternäpfen. Diese können mit dem Trichterkragen nicht so schnell verschoben oder umgeworfen werden. Die Fellnase gewöhnt sich recht schnell an das Fressen mit Kragen und der Stress des An- und Ablegens entfällt. Alle Links zu den Futtersorten sowie zum Futternapf haben wir euch nochmal in die Beschreibung gelegt und zum ganz in Ruhe nachlesen auch im aktuellen Blogartikel unseres Blogs verlinkt. Alle erwähnten Produkte sind Partnerlinks von Zooplus. Und das war es für heute. Wie hat euch die Folge gefallen? Wollt ihr noch etwas ergänzen oder habt ihr eine zündende Idee, was ihr sehen wollt oder was wir verbessern können? Dann schreibt uns doch bitte in die Kommentare. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya das Wort nicht. Das war wirklich schwer. Aber keine Sorge, beim nächsten Rätsel werdet ihr die Lösung erraten. Fürsten, die es sonst getan, sind nun längst gestorben. Tut es ein gemeiner Mann, ist er dran verdorben. Nur ein Weinwirt, der es tut, hat dadurch erworben. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare. Schickt uns gern eure Katzenvideos und auch eure Videowünsche per WhatsApp oder Mail. Wenn ihr auch künftig nichts mehr von Maya, Mokka, Andrzej und Arthur verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt eure Maya-Abo ein auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.